Ja, ja, ich weiß. Gridfinity. Thomas, Gridfinity. Aber wisst ihr was? Ordnung ist wichtig. Und darum geht es in diesem Video. Und auch um nicht weniger als den ordentlichsten Büroschrank der Welt. Versprochen, demnächst kommen auch wieder andere Videos. Ich arbeite beispielsweise immer noch daran, meine 20 Kilo PLA-Fehldrucke zu recyceln. Ich habe schon alles geschreddert und die ersten Extrudierversuche sind schon geglückt. Lasst schon mal ein Abo da, um das Video nicht zu verpassen. Jetzt aber zum eigentlichen Problem. Das hier ist mein Rollcontainer in meinem Büro. Er hat 3 Schubladen. In den Schubladen habe ich schon vor Jahren mit Tupperdosen versucht, für etwas Ordnung zu sorgen. Aber das natürlich vergeblich. Alles liegt kreuz und quer und nichts hat seinen festen Platz. Und wer mich kennt, der weiß, liebe ich. Nicht! Der Rollcontainer heißt übrigens Jonte und ich habe ihn bei Home24 gekauft. Ich würde sagen, Preis-Leistung ist in Ordnung. Ich habe aber trotzdem diesen labbrigen Boden gegen ein paar USB-Platten getauscht. Hier ein Foto. Also echt, keine Ahnung, was die von Home24 denken, was ihre Kunden in die Schubladen legen. Aber bei mir hat dieser Pappboden dem Gewicht sofort nachgegeben. Wie auch immer. Das Grundgrid habe ich wieder mit dem Grips-Projekt generiert. Das ist super entspannt und geht direkt auf MakerWorld. Pro-Tipp hier, richtig abmessen, dann passt auch alles auf Anhieb. Der nächste Schritt für mich war dann natürlich, für all meine Dinge Halter zu finden oder zu konstruieren. Natürlich habe ich versucht, Halter zu finden, die es schon gab, wie zum Beispiel diese Halter für den Ledger Nano S und den Ledger Nano X. Ein Ledger ist übrigens ein sogenannter Cold Storage für Kryptowährungen. Seid nicht dumm und lagert eure Kryptowährungen nicht auf den Börsen. Mark my words. Wer das spannend findet, ich habe den Ledger in der Videobeschreibung verlinkt. Tatsächlich gab es auch für meinen Klebestift einen fertigen Halter. Wow, ein Loch. Und der MicroSD-Kartenhalter durfte natürlich auch nicht fehlen. Diesen und ähnliche Halter habe ich übrigens auch schon im Video IKEA Sammler und Gridfinity verwendet. Link ist auch unten in der Videobeschreibung, guckt unbedingt mal rein. Und ja, auch ein Labello-Halter darf nicht fehlen, den gab es auch schon fertig. Was mich außerdem sehr gefreut hat, war, dass es auch für meine Schieblehre einen sehr gut passenden Halter gab. Props an den Autor an der Stelle. Das war zumindest eine Stelle, an der ich etwas Zeit sparen konnte. Naja, und das war es eigentlich. Den Rest musste ich selbst konstruieren. Wie ich beim Konstruieren neuer Halter vorgehe, habe ich schon im Video Gridfinity im Auto erklärt. Also das Video heißt Gridfinity im Auto, ich war dabei nicht im Auto. Ihr wisst, oder? Ihr wisst. Schaut auch da unbedingt rein, wenn ihr euch auch schnell eigene Halter konstruieren wollt. Jetzt zu den Haltern, die ich konstruiert habe. Sie sind natürlich alle kostenlos auf MakerWorld zum Download zur Verfügung. Die entsprechende Collection ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Los geht's mit diesem Tesa-Halter. Direkt daneben ist ein fester neuer Platz für meinen Tacker. Und auch der Locher ist ähnlich einfach zugänglich aufgeräumt. Mit meinem Klappmesser zum Öffnen von Paketen waren das jetzt die meistgenutzten Dinge. Ihr werdet nachher sehen, wie perfekt sich das einfügt. Wirklich perfekt. Für alte Bank, Visiten und sonstige Karten habe ich diese Box konstruiert. Die Briefwaage wird jetzt platzsparend stehend gelagert und auch mein Etikettiergerät hat jetzt endlich einen festen Platz. Zum Standardinventar in meinem Büro gehört auch dieser RFID-Writer. Hier gab es sogar schon eine fertige Gridfinity-Box, die war aber leider viel zu eng für meinen Geschmack. 2 meiner Favoriten sind außerdem dieser Scherenhalter, weil er die Schere platzsparend und sicher stehend lagert, und dieser Halter für meinen Paketroller, weil er einfach gottlos riesig und unnötig ist. Also wie mein Bauch. Oder? Aber hey, er löst ein echtes Problem. Ich habe dann noch einen Halter für einzelne Stempel und doppelte Stempel konstruiert. Einen für meinen Plastikkleber und selbst für dieses Fidget Toy, das ich nie benutze. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Übrigens, Respekt, dass du bis hierhin geschaut hast. Schreib doch mal in die Kommentare, wie krass ordentlich du eigentlich bist. Oder eben nicht. Das würde mich echt interessieren. Zum Abschluss habe ich dann noch diesen Geodreieckhalter und diesen Spitzerhalter konstruiert. Und natürlich einen für diesen Bildschirmreiniger. Warum? Bitte frag mich nicht, ich weiß es selber nicht. Während dem Projekt habe ich dann noch dieses kleine Werkzeug zum Messen von Radien entdeckt, das ich direkt drucken musste. Und dann natürlich auch mit eigener Box. Klar, oder? Alle weiteren Boxen für Stifte und Kleinzeug habe ich dann mit dem OpenSCAD Generator von Gridfinity erstellt. Also konkret all
diese Boxen. Dann zum Beispiel als Stiftebox. Hier habe ich sogar eine kleine Phase unten in der Box generiert, damit die Stifte einfacher aus der Box geholt werden können. Hier noch ein Beispiel für Sticker. Und all das Kleinzeug, was man quasi nie braucht, ist jetzt unter dem Paketroller aufgeräumt. Und das war's. Das alles zu erledigen hat mich knapp 12 Stunden verteilt auf mehrere Abende gekostet. Alle Schubladen sind jetzt aufgeräumt und perfekt genutzt. Wichtige und oft genutzte Dinge sind oben und darunter dann teilweise Dinge gelagert, die ich sowieso fast nie benutze. In der obersten Schublade sind Dinge wie Tesa, ein Tacker, Messer, Stifte, eine Schere. In der Mitte mein Etikettiergerät und die Schieblehre. Unter dem Etikettiergerät sind dann beispielsweise Apple Watch Zubehörteile. Und unter der Schieblehre alle Schlüssel, die ich nicht brauche. Aber wisst ihr, welcher Schlüssel da nicht ist? Der Schlüssel zu meinem Herz. Den hat meine Frau. Übrigens, Fun Fact, ich habe seit 2017 über 26 Rollen Etikettierband verbraucht. Ich bin halt ein echter Allmann. Selbst mein Etikettiergerät hat ein Etikett, auf dem steht Etikettiergerät. Nein, hat es nicht. Wirklich nicht. Hat es nicht. Ganz unten ist der Paketroller, Fotos, mein Reisepass. Also wirklich Sachen, die sehr selten bewegt werden. Leider gehen die Schubladen vom Jonte Rollcontainer nicht ganz auf. Danke, Home24. Das macht das Rausholen der Dinge teilweise schwierig. Ich habe natürlich selten benötigte Dinge einfach weiter hinten platziert und zum Beispiel Dinge wie Stifte so eingebaut, dass man sie einfach rausholen kann und die Box drin bleiben kann. Naja, das war's. Meine Reise vom chaotischen Rollcontainer zum fragwürdig aufgeräumten Rollcontainer. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, wenn ihr denkt, dass ich verrückt bin. Und bitte auch, wenn nicht. Ich hoffe, ich konnte euch etwas inspirieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und übrigens, es gibt noch ein Video über Gridfinity in der Küche. Ich habe es auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Viel Spaß beim Aufräumen und Sortieren. Ciao. Ciao.